Biologe, willkommen auf dem Wildschutzgebiet Kutzikus. Hallo, ich bin Fritz, ebenfalls Biologe. Kutzikus, damals eine Rinderfarm, heute ein artenreiches Naturparadies in der Kalahari. Unsere Eltern haben in den 80er Jahren den Grundstein für dieses Naturparadies gelegt. Heute führen wir es in einem innovativen Konzept weiter. Dieses Konzept steht auf 3 Säulen, dem ökonomischen, dem sozialen und dem ökologischen Aspekt. Wir bieten eine familiäre, private Atmosphäre und untergebracht seid ihr in tollen Zimmern. Ja, die Zimmer entsprechen einem Boutique-Hotel. Kein Zimmer ist wie das andere, alle sehr individuell eingerichtet, aber alle groß, geräumig, mit schönem Blick nach draußen, aber auch eine schöne Veranda im Schatten des tollen Gartens. Natürlich gibt es auch einen großen Pool zum Abkühlen und eine Sauna. Die Sauna ist natürlich toll in den Winterzeiten, direkt am Pool gelegen, kann man in das sozusagen Eisbecken direkt eintauchen. Ja, versorgt werdet ihr in der Lappa, in dem Restaurant, mit ökologischen, nachhaltigen Produkten hier aus der Region. Das Tolle an der Lappa ist eigentlich, dass es früher ein Wasserreservoir war. Das wurde umgebaut in ein sehr, sehr uriges Restaurant und von dort hat man die Möglichkeit, schön eigentlich in diese Kalahari-Kalkpfanne reinzuschauen und natürlich abends reichlich an Tiere zu sehen. Das Fundament von Kutzikus, ganz klar, sind unsere Mitarbeiter, die auch hier auf Kutzikus mit uns zusammen leben. Wir haben Angestellte hier, die uns teilweise noch in der Schubkarre rumgefahren haben. Also wirklich Leute, die Teil der Familie sind. Unsere Aktivitäten sind vielseitig und individuell, persönlich geführt, zu Pferd, zu Fuß oder im offenen Oldtimer. Eine ganz besondere Aktivität ist das Rhino-Tracking. Beim Rhino-Tracking bekommt ihr tiefe Einblicke in das Spitzmaulnashorn-Schutzprojekt hier auf Kutzikus. Zu Fuß sind wir dem Nashorn auf der Spur, um es dann schlussendlich in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten. Eine weitere spannende Aktivität ist durchaus das Reiten. Das Reiten ist natürlich perfekt hier in der Kalahari mit dem sandigen Boden, der offenen Landschaft und durch die Pferde kommt man extrem nah an das Wild heran. Geführt wird der Reitbetrieb von meiner Frau Nicola aus Irland, die eine wahnsinnige Erfahrung im Trailriding mit sich bringt. Ja, und wir bieten das Reiten an für Fortgeschrittene, für Anfänger und für Kinder. Und natürlich darf der klassische Game Drive nicht fehlen. Ja, Game Drives auf Kutzikus sind so vielfältig und so abwechslungsreich wie die Natur. Zu erwarten sind Giraffen, Gnus, Zebras, Springböcke, Blässböcke, Impalas, aber auch kleine Tiere wie der Ameisenschmätzer, wie das Erdmännchen oder das Erdferkel. Und zum Schluss gibt es natürlich immer den klassischen Sundowner, entweder rustikal auf der Kühlerhaube oder ganz romantisch mit Schwimmstuhl und Tisch in der Savanne. Also auch Familien mit Kindern sind auf Kutzikus natürlich herzlichst willkommen. Das, was Fritz und ich früher als Kinder erlebt haben, möchten wir heute den Kindern hier ermöglichen. Die Kalahari bietet dazu den besten, größten Sandspielplatz der Erde und hier gibt es für Kinder unglaublich viel zu entdecken und zu unternehmen. Eine weitere spannende Exkursion, die unbedingt zu empfehlen ist, ist die Botanik-Exkursion. Die Botanik-Exkursion schärft euren Blick in die Landschaft. Grundlage für jedes Verständnis eines Ökosystems ist die Botanik und das Tolle an den Pflanzen ist, sie laufen nicht weg. Das heißt, wir werden eine Exkursion durch die Natur unternehmen und dabei uns die Gräser, die Büsche, die Bäume ganz genau anschauen. Das ist oft auch sehr interessant für Kinder, weil alles, was du anfasst, was du direkt anschaust, was du fühlst, das vergisst du nicht. Bei der Vogelexkursion lernen wir die Vogelwelt der Kalahari kennen. Den Siedlerweber, den Ameisenschmätzer, den Kronenkiebitz, den Graulärmvogel, den Glanzstar, den Wiederhupf und viele mehr. Der Night Drive ist eine ganz besondere Aktivität. Hier geht es nachts unterm afrikanischen Sternenhimmel auf die Suche nach Schakalen, Löffelhunden, Erdferkel, also alles Tiere, die man im Tageslicht seltener zu sehen bekommt. Wer stille, weite Einsamkeit erleben möchte, der ist auf unserer Glamping-Exkursion perfekt aufgehoben. Ein kleines Buschcamp aufgebaut mitten in der Savanne unter einem schönen Kameldornbaum bringt euch direkt in die Natur. Das Erlebnis abends beim Lagerfeuer einsam in der Kalahari unter dem Sternenhimmel ist atemberaubend und bringt euch Afrika ganz, ganz nah.
Forschung ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres ökologischen, nachhaltigen Konzeptes hier auf Kürzikos. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammen, um hier auf Kürzikos das lokale Ökosystem zusammen zu erforschen. Betreut werden die Forschungsprojekte stets von Fritz oder mir. Untergebracht sind die Forscher in unserem Research Camp, 1 Kilometer von der Lodge. Jeder Besucher auf Kürzikos hat natürlich immer die Möglichkeit, tiefer in diese Forschungsprojekte einzutauchen. Die Forscher hier auf Kürzikos sind immer bereit, entweder eine Präsentation zu geben oder die Besucher mit auf ihre Forschungsexkursion mitzunehmen. Kommt uns gern hier auf Kürzikos besuchen, wir freuen uns auf euch. Werdet Teil von diesem nachhaltigen familiären Projekt in der Kalahari. Hier mal, komm!